Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Olix Channel. Mein Name ist Guido und schön, dass du mit dabei bist bei diesem Video von unserer wunderbaren Reise in den hohen Norden. Wir sind bereits einen Tag früher angereist und am Tag 2 ging es dann hier an Bord der Mein Schiff 7. Jetzt geht's an Bord auf diese tolle Reise. Wir sind schon in der Gangway. Gucken wir mal, wann die Kabinen fertig sind. Aber jetzt sind wir gleich auf der Mein Schiff 7. Dadurch, dass wir bereits einen Tag früher angereist sind, hatten wir natürlich eine ganz entspannte Anreise hier an Bord der Mein Schiff 7, hatten einen Early Check-in gebucht, das heißt, konnten bereits ab 9 Uhr an Bord und hier sehen wir schon einen Teil unserer Reisegruppe. Wir waren eine Freundes- und Bekanntenreisegruppe, insgesamt 9 Personen. Das hat natürlich richtig viel Spaß gemacht. Lieben Gruß nochmal an dieser Stelle an unsere Hohe Norden Reisegruppe. Und nach dem üblichen Prozedere am Anreisetag, also Kabine beziehen, Koffer auspacken, Sicherheitseinweisung machen, ging es dann am Nachmittag auch schon los, hier mit der Ausfahrt aus der Kieler Förde. No need to know just where we'll go. Just let the Herzlich willkommen an Bord der Mein Schiff 7. Herzlich willkommen auf dem Pool Deck. sailing on. Sailing on. Insgesamt hatten wir 7 spannende Stopps auf dieser Reise. Es ging nach Bergen, nach Geiranger und hoch zum Nordkap. Noch viel nördlicher natürlich dann weiter bis Spitzbergen und über Island mit Stopps in Akureyri und Reykjavik und dann zurück nach Kopenhagen und Kiel. Also insgesamt tolle Bilder, die euch erwarten, und wenn ihr gleich dieses Schiff hier seht, dann erinnert euch mal dran, wir werden es später auf dieser Reise nochmal sehen. Die Sonne geht auf über Meer und heute müssen wir nirgendwo hin. Frühstück an Deck, der Kaffee dampft, so fängt ein Seetag an. Auf der Mein Schiff 7 sind wir unterwegs, der Horizont ist weit und blau. Die Wellen ziehen langsam vorbei und keiner weiß so recht, wie spät es ist. Der erste Tag hier an Bord der Mein Schiff 7 war direkt ein Seetag, und treue Zuschauer dieses Kanals wissen, ich mag das immer ganz gern, wenn der erste Tag ein Seetag ist. Zum Ankommen, entspannen, relaxen und das Schiff genießen, zum Beispiel hier bei einem leckeren Milchkaffee. Ich nehme euch direkt mal mit auf unsere Kabine. Wir hatten eine Standard-Balkonkabine auf Deck 7, die 7035. Das war eine Kabine mit Nichtraucherbalkon, also im vorderen Drittel des Schiffes. Hier mal ein paar Bilder von unserer Kabine. Noch hier. Oh, ein Drink an der Bar, Musik auf dem Deck, die Wellen im Takt und die Sorgen weit weg. Wir haben Zeit, wir haben mehr. Was braucht ein Seetag eigentlich mehr? Die Mein Schiff 7 zieht weiter. Und mit diesen wunderbaren Sonnenstrahlen haben wir uns vom hochsommerlichen Deutschland verabschiedet und sind in den kühlen Norden gereist. Die Temperaturen sind also sukzessive kälter geworden. Aber jetzt erstmal ein paar wunderbare Bilder von unserer Einfahrt durch den Bergenfjord nach Bergen.
Und hier mit dem Einbiegen in den Bifjord sieht man sie schon, die Askøy-Brücke, die wir auch unterfahren haben mit unserem Schiff. Ja, die ca. 1000 Meter lange Brücke verbindet die Kommunen Askøy und Bergen miteinander und wurde 1992 eröffnet. Wir sind angekommen in Bergen hier im Südwesten Norwegens, einer Stadt mit circa knapp 300.000 Einwohnern. Ja, Bergen gilt als die regenreichste Stadt Norwegens. Auch wir haben das im späteren Verlauf des Tages zu spüren bekommen. In the mountains. Bergen kann man ganz gut zu Fuß und auf eigene Faust erkunden. Wir haben uns also keinen Ausflug gebucht, sondern sind vom Hafen aus dann auf eigene Faust hier in die Stadt hineingegangen, zum Beispiel vorbei am Nationaltheater oder dem Bergen-Kunstmuseum, um uns dann in Richtung Brüggen, dem berühmten Stadtteil von Bergen, zu bewegen. Ja, da kommt man im Grunde an allen wesentlichen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Hier zum Beispiel am Pride-Zebrastreifen, also dem bunten Zebrastreifen. Und dann ist man im Grunde auch schon direkt im alten historischen Hansestadtteil Brüggen. Gjennom byen mot fjell og hav. Rain is falling softly, but we don't mind at all. Hey Bergen, take us where you go, through the narrow streets and the harbor below. Und von hier aus kommt man dann auch ganz schnell zur Fløybahnen. Die Standseilbahn hier in Bergen führt auf den Hausberg Fløyen. Und auf einer Strecke von ca. 850 Metern überwindet die Bahn seit über 100 Jahren eine Höhendifferenz von 302 Metern. Die einzige Standseilbahn Norwegens befördert jährlich mehr als 1 Million Reisende hinauf auf den Berg. Und hier sehen wir es auch schon, hier hat es dann tatsächlich geregnet. Das heißt, Bergen hat sein Versprechen eingelöst als regenreichste Stadt des Landes. Islands and the clouds are drifting by. Und von hier oben vom Fløyen hat man einen ganz wunderbaren Blick hinunter auf Bergen und den Hafen und hier auch auf unser Schiff, die Mein Schiff 7. The reason to stay here. Call me in, let's go and lead into. Every corner tells a story, every doorway feels brand new. Hey Bergen, take us where you go, through the narrow streets and the harbor below. Let the rain come down, let the mountains shine. Und jetzt sind wir hier mitten im Hanseviertel Brüggen oder auch Tyskebrüggen genannt, was so viel wie Deutsche Brücke heißt. Und warum das so heißt, erkläre ich auch gleich. Ja, hier das Hanseviertel besteht im Grunde aus ehemaligen Handelskontoren der Hanse hier in Bergen. Ja, und die Hanse hat hier bereits 1343 die ersten Niederlassungen eröffnet. Und da Kontore eben selbst keine Mitglieder in der Hanse sein konnten, wurden die Kontore hier der Niederlassung der Hansestadt Lübeck untergeordnet. Und deswegen nennt man die Kontore hier eben auch Tyskebrücken, also die deutschen Brücken oder Kais, die hier in Bergen zu sehen sind. And maybe that's the magic you don't have to understand. The mountains meet the ocean and the city takes your hand. Vi ser lyset mellom skyene, vi hører vinden fra havet. Et lite øyeblikk i Bergen.
Und hier im Hintergrund sieht man schon so eine Zickzackstraße. Das ist die Östre Murallmenningen, die schon seit dem 16. Jahrhundert hier existiert und ursprünglich mal als Brandschneise entwickelt wurde, damit Feuer sich zwischen den alten Holzhäusern der Stadt nicht so gut ausbreiten konnte. Let the rain come down. Und das war unser ausgedehnter Spaziergang hier durch Bergen in Norwegen. Und hier zum Auslaufen aus Bergen noch ein kleiner Funfact. Wusstest du, dass hier in Bergen über Jahrhunderte hinweg hauptsächlich Deutsch gesprochen wurde? Wie schon erwähnt, war das Hanseviertel Brüggen ja eine Niederlassung der Lübecker Hanse und damit eben eine der wichtigsten norddeutschen Handelsniederlassungen. Da verwundert es also nicht, dass hier hauptsächlich Deutsch gesprochen wurde. And the Nordies, the rain was so hot at Bergen.
Wir sind heute in Geiranger und ich hoffe, ihr habt die beeindruckenden Bilder unserer Fahrt durch den Geiranger Fjord genossen und konntet dabei einen kleinen Eindruck von dieser einzigartigen Landschaft bekommen. Der Geiranger Fjord ist etwa 15 Kilometer lang und gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Mit seinen steilen Felswänden, spektakulären Wasserfällen und den alten, teilweise verlassenen Berghöfen gehört er sicher zu den beeindruckendsten Fjorden Norwegens und ist für mich ein absolutes Highlight dieser Reise gewesen. See where it goes. We leave the harbor in the morning light. The fjord is shining, everything feels right. Nachdem wir den Geiranger Fjord hinter uns gelassen haben, ging es für uns weiter hinauf zum Dalsnibba. Auf rund 1500 Metern Höhe erwartete uns mit dem Geiranger Skywalk ein spektakulärer Aussichtspunkt. Von hier oben hatten wir einen unglaublichen Blick hinunter auf den Geiranger Fjord und die umliegende Bergwelt. Ein faszinierender Perspektivwechsel, eben noch mitten im Fjord und kurze Zeit später hier oben hoch über den Wolken mit fantastischem Ausblick. Der Ausflug hier hinauf zum Dalsnibba ist aber auch nichts für schwache Nerven und einen empfindlichen Magen, denn die Fahrt führt hier über eine einspurige Serpentinstraße auf die Höhen hinauf. Die ist ziemlich eng und in den Kurven braucht man wirklich schon ein gutes Vertrauen in den Busfahrer. Die steilen Abhänge und der Gegenverkehr mit Wohnwagen und Wohnmobilen, der macht vielleicht dem einen oder anderen empfindlichen Magen und Menschen mit wenig Vertrauen in fremden Menschen ein wenig zu schaffen. Und vom Aussichtspunkt der Adlerkehre hier oben hatten wir einen ganz fantastischen Blick in den Geiranger Fjord und zu den Seven Sisters, dem berühmten Sieben Schwestern Wasserfall. Und wenn man nach links schaut, dann konnte man nochmal einen tollen Blick hier runter nach Geiranger selbst erhaschen. Morning glow, the Eagle Road is waiting up ahead with the deepest. Nach unserem geführten Ausflug bin ich dann noch zu Fuß zum Kleiverfossen gegangen. Der Wasserfall stürzt hier direkt neben dem Campingplatz den Berghang hinunter und fließt dann in den Geiranger Fjord. Besonders beeindruckend ist, wie nah man dem Wasser hier kommt. Man steht praktisch mitten im tosenden Wasser und hört das Rauschen wirklich schon von weitem. Der Kleiverfossen ist zwar nicht unbedingt der größte und berühmteste Wasserfall hier am Geiranger Fjord, aber gerade seine unmittelbare Nähe zum Anlegeplatz und zum Campingplatz hier macht ihn zu einem ganz besonderen Erlebnis und vielleicht zu einem kleinen Geheimtipp, weil der ein oder andere diesen Wasserfall auf seinem Ausflug vielleicht übersehen hat. Passing by, we feel alive with the northern wind tonight. Turn the road and let it go. Auf dem Rückweg zum Schiff ging es dann noch vorbei an der kleinen Geiranger Kirche. Die weiße Holzkirche liegt hier idyllisch oberhalb des Ortes und wurde bereits 1842 erbaut. Ja, von hier aus war es dann nicht mehr weit zurück zum Schiff und damit ging dann ein wirklich beeindruckender Tag hier in Geiranger für uns zu Ende. A little rain, a little wind, but nothing. Und wer noch ein wenig Abenteuer haben wollte, der musste nicht direkt an Bord gehen, sondern konnte hier mit den Speedbooten neben unserem Kreuzfahrtschiff dann herfahren durch den Geiranger Fjord. Denn wir haben noch einen technischen Stopp in Hellesylt eingelegt, wo wir dann die letzten Ausflügler an Bord genommen haben. Zurück ging es dann natürlich nochmal vorbei hier an den Seven Sisters, den 7 Schwestern, wobei für mich sah es an dem Tag eher aus, als wären nur 3 Schwestern zu Hause gewesen. Where the mountains touch the sky. Geiranger, Here we are, and we don't need to ask why. Unser Abendessen an Bord haben wir genossen hier bei der Ausfahrt aus dem Geiranger Fjord im japanischen Spezialitätenrestaurant Hideki mit einem ganz hervorragenden japanischen Menü. Before we go, at the blue fjord far below. the fjord is shining. Mountains fade
Tag 5 unserer Reise war wieder ein Seetag und damit Zeit und Gelegenheit, unser Zuhause auf Zeit, die Mein Schiff 7, zu genießen. Ja, das Schiff wurde auf der finnischen Meyer-Werft in Turku gebaut und 2024 in Dienst gestellt. Mit rund 316 Metern Länge bietet sie Platz für etwa 2900 Gäste und rund 1000 Besatzungsmitglieder. Auf 16 Decks gibt es jede Menge Restaurants, Bars, Pools und natürlich zahlreiche Möglichkeiten, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und auch technisch ist die Mein Schiff 7 interessant. Sie ist für den Betrieb mit emissionsarmen Methanol vorbereitet und damit eines der Schiffe der Flotte, die bereits auf zukünftige alternative Kraftstoffe ausgerichtet ist. Am 6. Tag unserer Reise ging es für uns nach Honningsvåg und damit zu einem der bekanntesten Ziele unserer Reise, dem Nordkap. Schon während der Fahrt entlang der Küste konnten wir das berühmte Felsenplateau immer wieder aus der Ferne sehen. Ja, und am frühen Abend haben wir dann schließlich Honningsvåg erreicht, von wo aus wir dann später auch zum Nordkap gefahren sind. Nach Ankunft hier in Honningsvåg begann unser Ausflug dann in Richtung Nordkap. Wir haben auf dem Weg zum Nordkap allerdings noch ein paar Zwischenstopps eingelegt für ein paar schöne Fotos. Man kann im Übrigen nicht nur mit dem Bus zum Nordkap fahren, sondern zum Beispiel hier auch mit diesen Quads. Da wurden entsprechende Ausflüge angeboten. Wir haben auch Fahrradtouren gesehen. Das ist dann allerdings schon eine ziemlich sportliche Angelegenheit. The ocean waves beyond the sand. Unser Weg zum Nordkap führte uns auch durch Skarsvåg, ein kleines Fischerdorf mit gerade einmal ein wenig Dutzend Einwohnern. Der Ort gilt als eines der nördlichsten Fischerdörfer der Welt und liegt nur etwa 14 Kilometer vom Nordkap entfernt. Hier oben bestimmt vor allem die raue Landschaft, das Meer und die traditionelle Fischerei das Bild. Through the silence, the sky is wide and clear, and every mile we try. Und natürlich begegneten uns hier oben auch Rentiere. Sie gehören fest zum Landschaftsbild Nordnorwegens und sind perfekt an das raue Klima angepasst. Anders als bei den meisten Hirscharten tragen übrigens sowohl die männlichen als auch die weiblichen Rentiere ein Geweih. Und dann war es endlich soweit. Wir sind da am Nordkap. Das 307 Meter hohe Felsenplateau ragt steil aus dem Eismeer und gilt als eines der bekanntesten nördlichen Endpunkte Europas. Ganz am Rand steht die weltberühmte Weltkugel, die inzwischen zu einem der bekanntesten Wahrzeichen Norwegens geworden ist. Was viele gar nicht wissen, das eigentlich geografische Nordkap liegt noch ein paar Kilometer weiter östlich. Das Nordkap selbst liegt auf der Insel Magerøya und ist über eine Straße mit Honningsvåg verbunden. Und auch wenn wir hier schon sehr weit im Norden sind, unser nördlichster Punkt der Reise war tatsächlich noch nicht erreicht. Wir sind ja im Hochsommer hier im hohen Norden unterwegs gewesen. Es ist der 1. August und der Ausflug hier zum Nordkap ist am Abend gestartet. Mittlerweile ist es später Abend, fast Nacht.
und dennoch ist es taghell. Es ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl, hier mitten in der Nacht unterwegs zu sein und es wird einfach nicht dunkel. Gegen 23 Uhr waren wir hier zurück am Schiff und selbst als wir gegen Mitternacht schlafen gegangen sind, wurde es einfach nicht dunkel. Journey never ends. Der Tag 7 war ein weiterer Seetag und wir haben ihn in vollen Zügen genossen. Und zum Abend nehme ich euch jetzt mal mit hier in das Show- und Unterhaltungsprogramm auf der Mein Schiff 7. Unter anderem gibt es hier die Show Varieté Voyage. Die Originalmusik darf ich euch aus musikrechtlichen Gründen leider nicht spielen. Deswegen gibt es hier ein wenig alternative Musik drunter. Curtains rise, the room is glowing. Hear the rhythm, feel it growing. Every face is turning to the light, to light. We're leaving ordinary behind. Step into the spotlight. Let the music pull you in. Forget about tomorrow. Let the magic begin. Can you feel it? Can you hear the sound? Something's happening right here, right now. This is the show we've waited for. Turning every shadow into light. This is the show we waited for. Hear 1,000 voices rise. Feel the rhythm, feel alive. Leave your worries at the door. This is the show we waited for. Lights are dancing, hearts are racing. Every second. Beim Show- und Unterhaltungsprogramm hat die Mein Schiff 7 einiges zu bieten. Hier im großen Theater mit ca. 1000 Sitzplätzen gibt es jeden Abend ein abwechslungsreiches Programm von Shows und Musicals über Live-Konzerte und Artistik bis hin zu Comedy und Gastkünstlern. Dazu kommen Live-Musik in den Bars und den verschiedenen Veranstaltungen auf kleineren Bühnen. Besonders interessant fand ich aber auch die Lektorenvorträge. Hier konnten wir während der Seetage jede Menge Wissenswertes über unsere Reiseziele, Land und Leute, Geschichte und die Besonderheiten der Region erfahren. Gerade auf einer Reise in den hohen Norden waren diese Vorträge eine tolle Ergänzung zu den Erlebnissen an Land und manchmal sogar spannender als so manche Show. One stage, one night, one heartbeat, one heartbeat. Und wer auf den Seetagen nicht nur Shows und Vorträge genießen, sondern einfach mal in eine spannende Geschichte abtauchen möchte, dem kann ich meinen eigenen Roman Wie Fliegen empfehlen. Es geht um Schuld, Identität, Liebe, Verrat und die dunklen Schatten der Vergangenheit und um die Frage, ob man seinem eigenen Leben irgendwann wirklich entkommen kann. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, schaut gerne einmal in der Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zum Buch oder ihr scannt einfach den QR-Code. We're turning every shadow into light. This is the show we've waited for. Hear 1,000 voices rise. Feel the rhythm, feel alive. Leave your worries at the door. This is the show we've waited for. Raise the lights, raise your voice. Tonight we celebrate. This is the show. This is our night. This is the show we waited for. Far beyond the northern sea, there's a place where wild is free. Mountains rising, cold and wide, an Arctic world on every side.
Und jetzt ist es soweit. Wir erreichen Longyearbyen auf Spitzbergen, den nördlichsten Punkt unserer gesamten Reise. Nach den vielen bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen entlang der norwegischen Küste sind wir inzwischen tief im Polarmeer angekommen. Hier oben, weit nördlich des Polarkreises, beginnt eine völlig andere Welt. Raue Berge, Gletscher, Permafrost und eine Landschaft, in der die Natur eindeutig den Ton angibt. Ja, Longyearbyen ist eine der nördlichsten dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt und genau hier soll unser Abenteuer und unsere Reise im hohen Norden seinen absoluten, zumindest geografischen Höhepunkt finden. Spitsbergen, Svalbard. Where the wild Unser Besuch hier in Longyearbyen führte uns zunächst ins Svalbard-Museum. Hier bekommt man einen spannenden Einblick in die Geschichte und Natur Spitzbergens, von den ersten Walfängern und Jägern über die Zeit des Kohlebergbaus bis hin zur heutigen Forschung. Gleichzeitig erfährt man viel über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt der Inselgruppe und darüber, wie sich die Arktis im Laufe der Zeit verändert hat. Für uns war das ein perfekter Einstieg, um Spitzbergen und seine besondere Geschichte besser zu verstehen. Beneath the sun. Every valley tells a story of a world before we'd come. The ocean stretches to the horizon. Vom Svalbard-Museum ging es für uns dann weiter in den Ortskern von Longyearbyen und obwohl wir uns hier am Ende der Welt wähnten, war schnell klar, wir waren nicht allein. Auf den Straßen begegneten uns Touristen aus aller Herren Länder, die wie wir diesen außergewöhnlichen Ort hier im hohen Norden erleben wollten. Zwischen den bunten Häusern, kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants herrschte erstaunlich viel Leben, ein spannender Kontrast zu den rauen und scheinbar endlosen Landschaften, die direkt vor den Toren des Ortes beginnen. The ocean and the icy water. Auf dem Weg zur Svalbard-Kirche kamen wir noch an einem Gedenkstein für John Munro Longyear vorbei, dem Gründer von Longyearbyen. Der amerikanische Unternehmer gründete hier Anfang des 20. Jahrhunderts das erste große Kohlebergbauunternehmen und gab dem Ort damit auch seinen Namen. Sein Name begegnet uns hier also praktisch überall. Longyearbyen bedeutet sinngemäß Long Years Stadt. Ingen Vejtil. Die Svalbard-Kirche gilt als nördlichste Kirche der Welt. Die heutige Kirche wurde 1958 eingeweiht, nachdem der erste Kirchenbau von 1921 im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Interessant ist, dass die Kirche nicht nur ein religiöser Ort ist, sondern auch als Treffpunkt für die Menschen hier in Longyearbyen dient. Spitsbergen, Svalbard. Direkt in der Nähe der Kirche steht eines der markantesten Relikte aus der Bergbaugeschichte Longyearbyens, die alte Seilbahnzentrale. Über dieses Seilbahnsystem wurde früher die Kohle aus den Minen bis zum Hafen transportiert. Das Gebäude, das wir hier heute sehen, stammt aus dem Jahr 1957 und war tatsächlich bis 1987 in Betrieb. Die alten Seilbahnmasten und Gebäude ziehen sich noch heute durch das Tal und erinnern daran, wie wichtig der Kohlebergbau einst für das Leben hier oben war. Und unser letzter Stopp auf dem Rundgang durch Longyearbyen war dann die Svalbard Brauerei. Gebraut wird unter anderem mit Schmelzwasser aus dem Gletscher, also Bier mit echtem arktischen Charakter. Nach unserem Rundgang durch Longyearbyen war das für uns natürlich ein ziemlich passender Abschluss. Übrigens, vielleicht fragt ihr euch, warum ich mal von Spitzbergen und mal von Svalbard spreche. Beide Begriffe haben ihre Berechtigung, meinen aber nicht ganz dasselbe. Svalbard ist der offizielle norwegische Name für die gesamte Inselgruppe und kommt aus dem Altnordischen. Der Name bedeutet sinngemäß so viel wie kalte Küste oder kalter Rand. Spitzbergen dagegen ist der Name der größten Insel der Gruppe und zugleich der deutsche Name, der häufig für die gesamte Inselgruppe verwendet wird. Wenn man es also ganz genau nimmt, befinden wir uns hier auf der Insel Spitzbergen in der Inselgruppe Svalbard und angesichts der Temperaturen und der Landschaft könnte der Name kalte Küste tatsächlich kaum passender sein.
Und auch hier wurde es natürlich am Abend und in der Nacht überhaupt nicht dunkel. Die Sonne schien die ganze Zeit und mit der Mitternachtssonnenauslaufparty hier von Spitzbergen ging dann unser Tag hier im hohen Norden zu Ende mit Glühwein und leckeren Snacks hier am Pooldeck der Mein Schiff 7. Nach 2 entspannten Seetagen heißt es für uns wieder Land in Sicht. Wir sind in Island angekommen, genauer gesagt in Akureyri. Die Stadt liegt am Ende des längsten Fjords Islands, dem Eyjafjörður, und wird wegen ihrer Lage und der vergleichsweise milden Bedingungen auch gerne als Hauptstadt des Nordens bezeichnet. Von hier aus starten wir zu unserem nächsten Abenteuer und werden einige der faszinierenden Landschaften Nordislands entdecken. We leave Akureyri in the morning light. Eyjafjörður slowly fades behind. Unser erster Stopp führte uns zum Godafoss, einem der bekanntesten Wasserfälle hier in Island. Auf einer Breite von rund 30 Metern stürzt das Wasser hier etwa 12 Meter in die Tiefe. Doch der Godafoss ist nicht nur wegen seiner beeindruckenden Form bekannt, sondern auch wegen seiner Geschichte. Der Name bedeutet übersetzt Wasserfall der Götter. Einer isländischen Überlieferung zufolge soll hier um das Jahr 1000 ein Häuptling, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, seine heidnischen Götterfiguren ins Wasser geworfen haben, nachdem Island offiziell das Christentum angenommen hat. Damit wurde der Godafoss zu einem Symbol für den Übergang Islands vom alten Glauben zum Christentum. Undir fótum eldur og ís, fjall og haf, gamlar sögur í hverju skrefi við finnum kraftin í. Von dort aus ging es dann weiter zum Mývatnssee, einem der bekanntesten Seen hier im Norden Islands. Der Name bedeutet übersetzt Mückensee und der Name kommt nicht von ungefähr. Gerade im Sommer gibt es hier unzählige dieser kleinen Plagegeister. Für die Landschaft sind sie allerdings ziemlich wichtig, denn sie bilden eine der wichtigsten Nahrungsquellen für die zahlreichen Vögel, die hier rund um den See leben. Der Mývatn selbst entstand durch vulkanische Aktivitäten und ist von bizarren Lavaformationen, Kratern und einer beeindruckenden Landschaft umgeben. Hier zeigt sich Island wieder einmal von seiner ganz besonderen Seite. Und hier sind wir schon im Dimmuborgir, eine beeindruckende Lavalandschaft ganz in der Nähe hier des Mývatn. Der Name bedeutet übersetzt dunkle Burgen und beschreibt die bizarren Lavaformationen ziemlich treffend. Entstanden ist dieses Labyrinth aus Türmen, Höhlen und zerklüfteten Felsen vor rund 2300 Jahren bei einem gewaltigen Vulkanausbruch. Beim Wandern durch die schwarzen Lavaformationen fühlt man sich tatsächlich ein bisschen wie in einer anderen Welt, und passend dazu gibt es in der isländischen Sagenwelt natürlich jede Menge Geschichten über Trolle und andere mystische Wesen, die hier gelebt haben sollen. Is arising from below at
Danach machten wir noch einen kurzen Abstecher zur Grotayau, einer kleinen Lavahöhle, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden ist. Im Inneren befindet sich ein türkisblauer See mit heißem Wasser. Baden ist heute allerdings nicht mehr erlaubt, da die Wassertemperatur stark schwanken kann. Anschließend haben wir hier einfach noch ein paar tiefe Erdspalten gesehen in dieser vulkanisch geprägten Landschaft. Hier bekommt man einen guten Eindruck davon, welche gewaltigen Kräfte unter der Oberfläche Islands wirken. Und es ging weiter nach Naumasgat, einem der beeindruckendsten Geothermalgebiete hier in Island. Schon beim Aussteigen steigt einem der typische Schwefelgeruch in die Nase. Überall dampft und brodelt es aus der Erde. Es entweicht heißer Dampf und in den Schlammtöpfen blubbert es ununterbrochen. Die unterschiedlichen Farben des Bodens entstehen durch Mineralien und die extreme Hitze im Untergrund. Es wirkt fast so, als würde die Erde hier tatsächlich kochen. Und man bekommt einen faszinierenden Eindruck davon, wie aktiv die vulkanischen Kräfte unter Island noch immer sind. Aber eine kleine Warnung: Der Anblick ist spektakulär. Der Geruch allerdings auch. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Hier liegt ein bestialischer Schwefelgeruch in der Luft, der stark an faule Eier erinnert. Der Grund dafür sind die schwefelhaltigen Gase, die hier aus dem Boden entweichen. Also Augen auf für die faszinierende Landschaft, aber Nase lieber besser auf Durchzug stellen. Die Pseudokrater hier am Mývatnsee sehen auf den ersten Blick wie ganz normale Vulkankrater aus, sind aber etwas Besonderes. Sie sind nicht durch eigene Vulkanausbrüche entstanden, vielmehr bildeten sie sich als heiße Lava über feuchtes oder wasserreiches Gelände floss. Das Wasser im Untergrund verdampfte schlagartig, der entstehende Dampf sprengte die Lava auseinander und zurück blieben diese kraterartigen Hügel. Daher auch der Name Pseudokrater. Eine faszinierende Landschaft und wieder einmal ein schönes Beispiel dafür, wie kreativ der Vulkanismus hier auf Island sein kann. Zurück in Akureyri fallen zunächst die herzförmigen Ampeln ins Auge, ein kleines sympathisches Wahrzeichen der Stadt. Gleich danach geht unser Blick aber hinauf zur markanten Kirche von Akureyri. Sie wurde 1940 eingeweiht und steht weithin sichtbar auf einem Hügel. Besonders auffällig sind die beiden Türme und die imposante Freitreppe, die zur Kirche hinaufführt. Die Akureyri-Kirche ist damit nicht nur ein Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein schönes Beispiel für besondere Architektur hier in Island. We walked along the water with the mountains standing near. A little taste of northern life. A memory. In der Fußgängerzone von Akureyri gibt es dann noch einen ziemlich ungewöhnlichen Blickfang. Und zwar über unseren Köpfen. Hier hingen überall bunte Schuhe an langen Leinen. Was genau dahinter steckt, bleibt für mich ein bisschen rätselhaft, aber als farbenfrohe Dekoration sorgen sie auf jeden Fall für einen ungewöhnlichen Anblick und passen irgendwie perfekt zum Charakter der Stadt. With us into the night. Slow down, let the evening flow. There's nowhere else. Vorbei hier am Hofkulturzentrum ging es für mich dann schließlich wieder zurück zum Schiff und nach all den Eindrücken des Tages war es Zeit für eine kleine Pause. Eine Wiener-Melange und ein kleines Törtchen im Café Zentral hier an Bord. Ein bisschen österreichische Kaffeehauskultur mitten im Nordatlantik. Genau das Richtige, um unseren Tag hier in Akureyri gemütlich ausklingen zu lassen. Bei der Ausfahrt aus Akureyri begegnete uns dann noch ein Schiff, das einige von euch wahrscheinlich sofort wiedererkennen werden, die MS Deutschland. Sie war von 1999 bis 2015 das berühmte ZDF-Traumschiff. Über Nacht haben wir Island umrundet und fahren jetzt hier am nächsten Vormittag Reykjavik an. Ja, Reykjavik ist ein wenig anders verlaufen, als wir es ursprünglich geplant hatten. Wir wollten eigentlich zu Fuß in die Stadt und uns ein wenig umschauen. Daraus ist dann nichts geworden. Es gab ein paar planerische Herausforderungen und, glaube ich, Missverständnisse zwischen der Reederei und den lokalen Hafenbehörden. Denn wir haben am Ende im Containerhafen angelegt und dort gab es nicht ausreichend Shuttlebusse,
die uns aus dem Hafen hätten herausbringen können. Das führte dazu, dass wir am Ende auf dem Schiff geblieben sind und Reykjavik nicht entdecken konnten. Das heißt, wir haben uns einen gemütlichen Nachmittag an Bord gemacht und sind dann erst am nächsten Tag zu unserem Ausflug hier von Reykjavik aus gestartet. Der Ausflug nannte sich Golden Circle, wie die allermeisten Ausflüge, die die Menschen hier von Reykjavik aus machen. Und da haben wir wirklich einiges gesehen, wie zum Beispiel hier diese Erdspalte, die sich mitten durch ein Einkaufszentrum gezogen hat. Like the earth is breathing now. Unser nächster Stopp war hier am Kerit-Krater. Der rund 3000 bis 6500 Jahre alte Vulkankrater ist etwa 55 Meter tief und beeindruckt vor allem durch seine ungewöhnliche Farbgestaltung. Leuchtend rote und orangefarbene Vulkanhänge treffen hier auf türkisblau schimmerndes Wasser des Kratersees. Thing valid in the morning, cold wind across the lake. Layers underneath our feet, made by every move the earth can make. We walk between the fractures. Unser nächster Stopp auf dem Golden Circle war der Gullfoss, der goldene Wasserfall. Der Gletscherfluss Kvitau stürzt hier in 2 gewaltigen Stufen insgesamt 32 Meter in eine tiefe Schlucht. Die obere Stufe ist etwa 11 Meter hoch, die zweite rund 21 Meter. Im Durchschnitt donnern hier mehr als 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch den Wasserfall. Und wenn die Sonne die Gischt trifft, entsteht hier häufig wunderschöne Regenbogen. Wir haben es leider an dem Tag nicht so richtig sehen können. Nichtsdestotrotz sah man natürlich die Gischt hier gewaltig aufsteigen vom Hinabstürzen in die Schlucht und den starken Winden, die hier hinaufwehen. Subsidence, then the water hits the sky. No warning, no big entrance, just pressure underneath. Nature doesn't need a spotlight, it already owns the scene. Hironu, ekitme, barahora, bara. Unser nächster Stopp war der Strokkur, Islands bekanntester aktiver Geysir. Etwa alle 5 bis 10 Minuten schießt hier eine gewaltige Fontäne aus kochendem Wasser und Dampf bis zu 30 Metern in die Höhe. Der Name Strokkur bedeutet übrigens so viel wie Butterfass oder Wirbel. Und weil der Ausbruch so regelmäßig kommt, muss man hier tatsächlich nicht lange auf den großen Moment warten. Hier am Laugarvatnsee gibt es noch eine Besonderheit. Hier wird nämlich isländisches Roggenbrot gebacken und zwar in der Erde. Hier wird der Teig dann in Töpfen in der Erde eingegraben und die heiße Erde übernimmt dann die Arbeit des Backofens. Hier sieht man diese kleinen Erdhügel, unter denen dann die Brottöpfe liegen. Der nächste Stopp war hier am Þingvellir Nationalpark. Der Name bedeutet so viel wie Ebene der Volksversammlung. Genau hier wurde bereits um das Jahr 930 das Althing gegründet, eine der ältesten parlamentarischen Versammlungen der Welt. Bis 1798 trafen sich die Isländer hier, um Gesetze zu beschließen und Streitigkeiten zu klären. Doch Þingvellir ist nicht nur historisch bedeutend. Hier treffen die nordamerikanische und die eurasische Kontinentalplatte aufeinander. Die gewaltigen Felsspalten und Schluchten, durch die wir hier gehen, sind sichtbare Folgen dieser Plattenbewegungen. Seit 2004 gehört Þingvellir deshalb zum UNESCO-Welterbe. Hier befindet sich auch der Öxarárfoss, ein rund 20 Meter hoher Wasserfall. Das Besondere, der Wasserfall ist nicht ausschließlich natürlichen Ursprungs. Der Fluss Öxará wurde bereits im Mittelalter teilweise umgeleitet, um die historische Versammlungsstätte des Althing mit Wasser zu versorgen. This is Iceland on the move. Und mit diesen schönen Bildern hier vom Nationalpark verabschieden wir uns langsam von Island, denn das war hier der letzte Stopp auf unserer Golden Circle Tour durch den Süden Islands. Was ich besonders schön fand, war auch am nächsten Morgen vom Schiff aus konnten wir die Küste Islands immer noch sehen und vor allem auch die beeindruckende Gletscherlandschaft im Hintergrund. Covered green, a river running cold and clean, steam rising somewhere in the distance.
It's like a secret in the landscape. We stop for coffee, talking. Und an den letzten 3 Seetagen dieser Reise wurde das Wetter zunehmend wärmer und angenehmer. Wir sind also wieder in den mitteleuropäischen Gefilden, ja, und können das Sommerwetter noch ein wenig hier am Pooldeck genießen, bevor wir unseren letzten Hafen in Kopenhagen anfahren. Und am Ende unserer Reise durch den hohen Norden sind wir nun in Kopenhagen angekommen, der Hauptstadt Dänemarks, die wir heute ganz entspannt zu Fuß entdecken wollen. Wir hatten Glück mit unserer Anlegestelle hier am Lange Linie Kai und konnten von hier aus natürlich direkt zu Fuß in die Stadt gehen, anders als beim weiter außerhalb gelegenen Ocean Kai. Und natürlich führt hier in Kopenhagen kein Weg vorbei an der kleinen Meerjungfrau. Auch wir haben hier zunächst einen kleinen Fotostopp eingelegt. We take our time and let the city decide. No map in our hands, no schedule to chase. Just one more street And another new place. walk it out, Copenhagen. Let the city take the lead. Und wenn man den Lange Linie Park weiter entlang läuft, kommt man zwangsläufig hier vorbei am Gefionbrunnen. Er zeigt die nordische Göttin Gefion mit 4 Ochsen, die eigentlich mal ihre 4 Söhne waren. Der Sage nach pflügte sie damit die Insel Seeland aus dem Boden und genau diese Insel ist heute die Heimat von Kopenhagen. Me having colors in the afternoon. Music from a window, someone humming a tune. People on the pavement. Ganz am Anfang des Videos habe ich mal gesagt, merkt euch dieses Schiff und hier ist es wieder zu sehen. Und zwar ist das die königliche Yacht der dänischen Königsfamilie. beside the old stone walls, Copenhagen's. Mit Blick auf die moderne Kopenhagener Oper auf der gegenüberliegenden Seite des Hafens kommen wir nun zum Schloss Amalienborg, der Stadtresidenz der dänischen Königsfamilie. Die Anlage besteht aus 4 fast identischen Rokokopalästen, die einen achteckigen Platz umgeben. Besonders beeindruckend ist die Reiterstatue von König Friedrich V. in der Mitte des Platzes. Wenn die dänische Königsfamilie in Kopenhagen ist, ist Amalienborg eben ihr Zuhause. Jeden Tag findet hier außerdem die traditionelle Wachablösung der königlichen Garde statt. Let us go. Barely linger. See or find gold, We are healer dang. no destination, no perfect route. Just Copenhagen and us walking it out. Walk it out, Copenhagen. Jetzt sind wir in Nyhavn, so wird es ausgesprochen, einem der bekanntesten Wahrzeichen Kopenhagens. Die bunten Häuser entlang des historischen Hafenkanals stammen größtenteils aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Und früher war Nyhavn ein wichtiger Handelshafen. Heute reihen sich hier Cafés, Restaurants und Bars aneinander. One last coffee. Der nächste Stopp ist hier Schloss Christiansborg. Hier sitzt heute unter anderem das dänische Parlament, das oberste Gericht und Teile der königlichen Verwaltung. We'll be back. Von Christiansborg ging es dann weiter in die Kopenhagener Fußgängerzone. Eine der längsten Fußgängerzonen Europas im Übrigen. Hier reihen sich Geschäfte, Cafés und historische Gebäude aneinander. Und mitten im Herzen der Stadt herrscht ein lebendiges, aber trotzdem ganz entspanntes Treiben. Coffee on the run. Der Runde Tarn oder eben Runder Turm war unser nächster Stopp. Er wurde bereits im 17. Jahrhundert erbaut und ist heute eines der bekanntesten Wahrzeichen hier in Kopenhagen. Besonders ungewöhnlich ist eben der spiralförmige Aufgang im Inneren. Statt Treppen führt eine fast 200 Meter lange Rampe nach oben. Von der Aussichtsplattform hier oben hat man einen tollen Blick über die Dächer der Stadt. Loose, no checklist, no perfect view. We came to see what happens, and that's exactly what we do. A guy in a red jacket walks straight into the rain. 2 kids race their scooters like they're running a campaign. Window full of furniture, way too expensive for us. Someone's playing something funky from an open coffee shop. 5 minutes turns to 20.
Das Renaissance-Schloss Rosenborg ließ König Christian IV. Anfang des 17. Jahrhunderts als Sommerresidenz errichten. Heute beherbergt Rosenborg die dänischen Kronjuwelen und königliche Schätze und gibt einen spannenden Einblick in die Geschichte der dänischen Monarchie. We came to see what happens, and that's exactly what we do. Ingen stress, bergå, ain't got a mess, så ser vi på. Maybe we'll find the harbor, maybe we'll miss the... Vorbei hier am Staatlichen Kunstmuseum ging es für uns weiter durch den Östre Anlag, einem der ältesten Parks Kopenhagens. Anschließend kamen wir dann noch an den Wassergräben des Kastells vorbei, einer historischen Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert. Und von hier aus führte unser Weg dann schließlich wieder zurück zum Hafen und zu unserem Schiff, der Mein Schiff 7. ship is still where we left it, so we take the long way back. Copenhagen, no big plan, just another day in the city. Wrong turn, right place, still looks pretty good to me. Copenhagen, keep it loose, no checklist, no perfect view. We came to see what happens. Ja, Kopenhagen war unser letzter Hafenstopp auf dieser wirklich tollen Reise durch den hohen Norden. Jetzt ging es für uns wieder zurück nach Deutschland. Am nächsten Tag erwartete uns Kiel wieder für unsere Heimfahrt. Doch bevor wir in Kiel angekommen sind, gab es noch eine ordentliche Party natürlich auf dem Pooldeck. Unsere Dankeschön und Auf Wiedersehen Party hier von der Mein Schiff 7 und dieser wunderbaren Reise. Was ganz besonders natürlich immer am letzten Abend ist, dass man Abschied nehmen kann, nicht nur vom Schiff, sondern auch von der Crew. Wir uns bedanken können für den tollen Service und die tollen Erlebnisse hier an Bord. Und auch die Crew sich bedanken kann bei den Gästen. Und stellvertretend hat unser Kapitän hier ein paar Worte gesprochen. Ja, vielen Dank, liebe Gäste, vielen Dank, lieber Steffen. Ja, tatsächlich, für uns alle, bis auf die 14. Schön, dass ihr noch bleibt. Ich wünsche euch gute Reise. Ja, denn auch ich darf morgen nach Hause. Tatsächlich, ja, liebe Gäste, 17 Tage, Steffen hat es genau, oder 17 Nächte besser gesagt, liegen tatsächlich hinter uns. Das ging wirklich wieder schneller, als man sich das je erwünscht oder erdacht hätte. Es war eine lange Reise. Wir hatten die Schlüssel, hat sich Axel noch irgendwo gefunden, der Generalmanager. Die Seekarte ist verlost und jetzt heißt es wirklich Abschied nehmen, hier mit ganz bewegenden Bildern der Crew. Jede Abteilung hat hier einmal Dankeschön gesagt und sich ja für diese Reise bedankt und Abschied genommen von seinen Gästen. Den originalen Mein Schiff-Song Die große Freiheit von Unheilig darf ich hier aus musikrechtlichen Gründen natürlich nicht spielen. Deswegen hört ihr hier meinen eigenen Olix-Channel-Song Die Welt ruft übers Meer. Diesen Song und alle anderen Musiktitel hier aus diesem Video könnt ihr übrigens auf meiner Webseite olix-kreuzfahrten.de herunterladen und auch immer wieder anhören. Der QR-Code ist hier eingeblendet. Ansonsten den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Lichter glänzen bunt. Jeder Augenblick ist kunterbunt. Neue Freunde, ferne Lieder, dieser Zauber immer wieder. Jeder Tag ein kleines Wunder, jede Welle voller Glück. Und wenn ihr jetzt Lust auf eure eigene Kreuzfahrt bekommen habt, schaut gerne auf meiner Webseite olix-kreuzfahrten.de vorbei. Dort findet ihr jede Menge Informationen, Tipps, Ausflüge und Angebote rund ums Thema Kreuzfahrten. Scannt einfach den eingeblendeten QR-Code oder nutzt den Link in der Videobeschreibung. Die Welt ruft übers Meer und wir segeln hinterher. Freiheit spüren wir jeden Tag. Unser Herz folgt Schlag für Schlag. New York träumen, Sydney sehen, Karibik-Nächte nie vergehen. Fernweh wird zum Lebensziel, das Meer gibt uns so viel. Die Welt ruft übers Meer, komm wir folgen. Und jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig Freude bereitet und Inspiration gegeben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst, dieses Video liked, teilt und kommentiert.
Das hilft diesem kleinen Kanal ungemein und ganz herzlichen Dank dafür. Damit bleibt mir Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Guido vom Olix Channel.